Servus, hallo, liebe Orchideenfreundinnen und Orchideenfreunde. Ihr seht hier, die Orchideen stehen jetzt schon draußen auf der Terrasse. Das heißt, zukünftig wird es wieder Videos draußen geben. Ich hoffe, dass die Cattleya-Orchideen hier, es sind ja auch ein paar Laea-Orchideen, sich richtig gut entwickeln werden. Ein bisschen anders strukturieren werde ich es noch müssen, aber der Riesenvorteil ist aktuell, dass ich sie jetzt wieder so gießen kann, wie sie es von der Natur gewohnt sind, nämlich von oben einfach so drauf, platsch, gießen im Gartenschlauch. Ist die einfachste Methode, hat aber auch den riesen Vorteil, man kann sie klatschnass gießen. Das finden die Pflanzen richtig toll. Gleichzeitig können die Blätter sich richtig vollsaugen, weil ihr seht, hier sind die Wassertropfen drauf. Und dadurch werden auch bei Pflanzen, die so ein bisschen schrumpelige Blätter haben, durch die Überwinterung und so weiter und so fort, die Blätter nochmal richtig vollgesogen. Manchmal wird es nicht immer klappen, dass die Blätter sich wieder so regenerieren, wie man sie vielleicht kennt, als man die Pflanze gekauft hat. Aber in der Gärtnerei, im Gewächshaus werden die auch nicht anders kultiviert, als dass man eben mit dem Gartenschlauch drüber gießt. Ein bisschen enttäuscht bin ich von der Schomburgia lutemaniana, die ich euch mal vorgestellt habe. Die hat ja einen tollen Blütentrieb ausgebildet. Der ist jetzt vor ein paar Tagen leider kaputt gegangen. Und das, obwohl die Pflanze so richtig tolle, viele Wurzeln ausgebildet hat. Das heißt, an der Kultur selbst kann es nicht gelegen haben, aber irgendwie ist der ins Stocken gekommen, der Blütentrieb, was natürlich sehr schade ist, weil ich euch die Blüte jetzt nicht so kurzfristig zeigen kann. Aber so ist das. Dafür wachsen die anderen Cattleyas wirklich super. Ihr seht hier richtig schöne, dicke Wurzeln. Richtig schöne Neutriebe überall. Fast in jedem Topf ist praktisch ein Neutrieb unterwegs. Und an und für sich bei der Größe der Pflanzen bedeutet das, mit jedem Neutrieb kommt eine Blüte. Allerdings mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird nicht bei jeder Orchidee mehr als ein Neutrieb ausgebildet werden. Das kann allerdings bei der einen oder anderen Hybride natürlich sein, dass der eine oder andere zweite oder vielleicht auch dritte Neutrieb entsteht. Gleichzeitig kann natürlich auch sein, dass parallel zwei Triebe sich ausbilden, der eine oder andere schneller ist als der zweite oder dritte, und dadurch kann sich natürlich auch eine Cattleya dazu motiviert sehen, im Jahr mehr als einmal zu blühen. Mehr als einmal zu blühen ist zum Beispiel bei der Pflanze, die ich euch schon vorgestellt habe, und zwar bei der Why Not. Da ist sogar sehr faszinierend. Ihr seht hier die Pflanze und ihr seht, dass sie blüht. Aber wenn man jetzt genauer hinschaut, ihr seht zum Beispiel, hier ist ein alter Blütentrieb, der hat schon seine Blüte verabschieden müssen. Hier seht ihr, es ist aus einer alten Knospe, aus einer ruhenden Knospe hier hinter dem Hüllblatt ein neuer Blütentrieb entstanden. Deswegen war ich ganz schnell mit der Schere und habe die abgeblühten Blüten hier entfernt und hoffe, dass jetzt auch hier aus einem ruhenden Auge eine weitere Blüte entsteht. Das ist relativ ungewöhnlich für Cattleya, passiert an und für sich so nicht ohne weiteres. In der Regel, wenn ein Blütentrieb verblüht ist, ist es fertig. Da kommt dann kein Seitentrieb raus. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Das liegt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einfach an den Genen. Aber die Why Not hat sowieso sehr gute Gene, weil die Blüte schaut sehr hübsch aus. Wie die Blüten der anderen Pflanzen ausschauen, sehen wir in den nächsten Videos. Bedeutet, ihr müsst den Kanal auf jeden Fall abonnieren und dann bekommt ihr noch weitere Infos rund um das Thema Orchideen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier sehr, sehr gut funktioniert. Kann natürlich sein, dass ich den Standort noch wechseln werde. Muss ich noch gucken, wie sich das Jahr entwickelt. Wenn es so wie letztes Jahr ist, dass es so extrem heiß ist, dann werde ich sie wahrscheinlich noch ein bisschen schattiger stellen müssen, weil obwohl die eigentlich wirklich hohe Temperaturen aushalten können, die wachsen ja an den Naturstandorten richtig an also unter der prallen Sonne, und können das an und für sich ab, aber die aus dem Gewächshaus sind ein bisschen verweichlicht. Und letztes Jahr habe ich festgestellt, dass sie total stark schnell verbrennen können. Das heißt, einmal schnippen und dann sind sie futsch. Da muss man aufpassen. Da muss man gucken, wie sich dieses Jahr entwickelt, und dann wird man sehen, wie die Cattleya-Orchideen sich entweder hier gut etablieren oder an einem anderen Standort. Wenn ihr weiter Fragen habt zum Thema Cattleya und Co., schreibt es gerne hier in die Kommentare. Bis zum nächsten Video und tschüss.